Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Wie man an den zwei Büchern von Walter Hartenbach und Anthony Kolpo sehen kann, möchte ich heute über die große Cholesterinlüge sprechen. Diese zwei Bücher und auch noch andere wie das von Jörg Conradi beschreiben, dass die Lüge darüber, dass Cholesterin und gesättigte Fettsäuren die gefürchtetsten Volkskrankheiten wie Arteriosklerose und Herzinfarkt verursachen, zu den heiligsten Dogmen der modernen Medizin gehört, die aber falsch sind. Der Schwindel ist für viele Ärzte, Pharmafirmen und die Lebensmittelindustrie ein Milliardengeschäft. Das wird sogar offiziell von der Deutschen Bundesärztekammer bestätigt. Es gibt viele Studien, die beweisen, dass durch Cholesterin senkende Medikamente die Krebsrate steigt, da diese Medikamente extrem schädlich für die Gesundheit sind. Von der Mainstream-Medizin wird allgemein behauptet, wenn man Fett isst, steigt das Cholesterin ist schädlich, verursacht eine Gefäßverkalkung sowie Herz- und Gehirninfarkte. Deshalb soll man wenig Fett essen und bei Erhöhung mit chemischen Mitteln den Cholesterinspiegel senken. In den letzten Jahrzehnten wurden die Normbereiche des Blutdrucks, Blutzuckers und Cholesterins immer weiter gesenkt, sodass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung zu Kranken gemacht wird, die einer Behandlung bedürfen, obwohl sie nicht krank sind. Es werden Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Blutverdünner und dazu noch ein Säureblocker für den Magen verabreicht. Ein tragischer und trauriger Stand von Primitivität in der heutigen Medizin. Die Verabreichung der 4 Standardmittel führt in die absolute Chronizität und damit in die Verschlimmerung der Erkrankung. In den 70er Jahren investierte die Margarineindustrie mehrere Millionen Mark, um das Cholesterin, welches in der Butter anzutreffen ist, schlecht zu machen. Damals waren Parolen wie „Butter macht Herzinfarkt“ oder „Butter verkürzt ihre Lebenserwartung“ an der Tagesordnung. Die Bevölkerung war regelrecht geschockt. Doch die Margarineindustrie hatte erreicht, was sie wollte. Umsatz und Einnahmen stiegen schier ins Unermessliche. Ausreichend Geld also, um weitere gefälschte Gutachten über die angeblich gesündere Margarine zu veröffentlichen. Die Industrie hinter der Margarineherstellung und Pharmalobby ist durch die Milliardengewinne in der Lage, alle echten Studien zur Wirkungslosigkeit von Statinen zu verhindern und gefälschte Studien zugunsten der Cholesterinlüge zu propagieren und alle wissenschaftlichen Fakten zu unterdrücken. So traurig das ist, so wahr ist es leider. Wie lebenswichtig Cholesterin für unseren Körper ist, will ich euch daher hier aufzählen. Cholesterin ist eine körpereigene, lebenswichtige Grundsubstanz für viele biochemische Lebensprozesse in unserem Körper. Cholesterin ist ein unverzichtbarer Bestandteil sämtlicher Zellmembranen. Cholesterin ist mitverantwortlich für die Zellspannung und auch die Durchlässigkeit der Zellmembran. Cholesterin ist ein wichtiges Reparaturmolekül für geschädigte Zellwände. Cholesterin wird zur Herstellung der Gallensäuren benötigt. Cholesterin ist wichtig für die Produktion mancher Hormone, zum Beispiel von Östrogen, Testosteron oder des Stresshormons Cortisol. Cholesterin ist die Grundsubstanz für das Vitamin D und wird für dessen Herstellung benötigt, das für den Gelenk- und Knochenaufbau verantwortlich ist und für die Stärkung des Immunsystems. Würde man das Cholesterin senken, käme es zu Vitamin-D-Mangel, was zu großen Schäden im Körper führen würde, da das Vitamin D für 2000 Gene verantwortlich ist. Dadurch würde dann auch ein Calciummangel entstehen, Osteoporose, Knochenerweichung, schlechte Heilung von Knochenbrüchen, auch eine erhöhte Infektanfälligkeit würde entstehen. Das Entstehen von Multipler Sklerose und Diabetes wird auch durch einen Vitamin-D-Mangel begünstigt. Autoimmun- und Tumorerkrankungen entstehen durch Vitamin-D-Mangel. Es dient der Aktivierung energischer Substanzen, zum Beispiel Glucose und Kalium. Durch Cholesterinsenker würde diese Funktion ausgeschaltet werden. Es fördert die Vitalfunktion von Frauen und Männern. Es fördert den Muskelaufbau und die Regulierung des Schlafbedürfnisses. Durch Senkung des Cholesterins würde all dies ausgeschlossen werden. Cholesterin dient der Mineralstoffwechselregulierung und den Elektrolyten. Das sind wichtige Funktionen, die man nicht ausschalten darf. Cholesterin ist ein Grundfunktionsstoff unseres Körpers und darf auf gar keinen Fall gesenkt werden. Cholesterin ist auch für die Mitochondrien und die Zellmembranen verantwortlich. Eine Senkung des Cholesterins führt daher zu Erschöpfung und Müdigkeit. Cholesterin bewirkt also die Potenzsteigerung des Mannes, die Fruchtbarkeit der Frau, den Eiweißaufbau der Muskulatur, Verhütung von Osteoporose, bewirkt die Regulierung des Schlafes und des Stresssystems. Cholesterin an sich ist daher nicht schlecht, auch nicht ein hoher Cholesterinspiegel. Cholesterin in der Nahrung hat daher auch keinen Einfluss auf einen Herzinfarkt, auch nicht ein erhöhter Cholesterinspiegel. Der Körper produziert täglich 3000 Milligramm Cholesterin selber.
Mit der Nahrung werden etwa 20 bis 50 Milligramm Cholesterin am Tag zugeführt und sich darüber Sorgen zu machen ist lächerlich, weil diese minimale Menge den Cholesterinspiegel kaum erhöhen kann. Der Cholesteringehalt des Blutes ist daher unabhängig vom Cholesteringehalt der zugeführten Nahrung. Die Höhe des Cholesteringehalts im Blut geht nicht mit dem Verzehr tierischer Fette parallel. Auch die Muttermilch enthält übrigens große Mengen an Cholesterin, und zwar 25% gesättigte Fettsäuren. Genauso widersinnig wie es ist, die Ursache einer Arterienverkalkung darin zu sehen, dass der Betreffende zu viel Kalk gegessen hat, ist es, krankhafte Cholesterinablagerung damit zu begründen, dass der Kranke angeblich zu viel Cholesterin gegessen habe. Krankhafte Cholesterinablagerungen in den Arterien, die letztendlich zu einem Herzinfarkt führen können, liegen nicht an einem erhöhten Cholesterinspiegel, sondern an einem ungesunden Lebensstil, der zu stillen Entzündungen führt, zu brüchigen, unelastischen Arterienbänden, die dann vom Cholesterin unter anderem geflickt werden müssen. Der ungesunde Lebensstil in Form von leeren Kohlenhydraten und Transfetten führt dann zu einer hohen Rate an freien Radikalen, die wiederum das LDL-Cholesterin oxidieren, also ranzig werden lassen, und die erst dann zu den krankhaften Ablagerungen führen, zu hohen Triglyceridwerten, zu einem hohen HbA1c-Wert und so weiter. Diese Werte müssen daher unter die Lupe genommen werden, um das Risiko für einen Herzinfarkt zu erforschen, nicht der Cholesterinwert. 3 Studien, und zwar the Framingham Study, the Honolulu Heart Program Study and the Japanese Lipid Intervention Trial, zeigten höhere Todesraten mit niedrigen Cholesterinwerten. Ebenso existieren Studien dazu, dass Menschen mit höheren Cholesterinwerten ein längeres Leben lebten und ein geringeres Risiko hatten, an Herzinfarkt zu sterben. Das Problem, das zu einem echten Risiko nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern für Zivilisationskrankheiten aller Art führt, ist also nicht das Cholesterin, der angeblich hohe Cholesterinwert, die cholesterinreiche Ernährung, sondern die insgesamt falsche Ernährung auf Basis von stark verarbeiteter, vitalstoffarmer und kohlenhydratreicher Industrienahrung in Verbindung mit einem bewegungsarmen Lebensstil. Die wahre Ursache für Arteriosklerose und in Folge Herzinfarkt ist daher nicht das Cholesterin, sondern folgende: stille Entzündungen, Insulinresistenz. Mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Und eben oxidativer Stress. Die Blutwerte, die man sich stattdessen anschauen sollte, um eine drohende oder bestehende Arteriosklerose zu ermitteln, sind folgende: hohe Glukosewerte, hohe Insulinwerte, hohes Hämoglobin A1c, hohe Triglyceridwerte, also Glucose, die in Fett umgewandelt wird, dann niedriges HDL, hoher HDL-Quotient, hohe VLDL-Werte und die LDL-Größe. Denn wenn das LDL oxidiert wurde, dann wurde es zerstört und seine Größe nimmt ab. Dies ist das gefährliche LDL, welches jetzt aus vielen kleinen Molekülen besteht. Das oxidierte LDL, also das VLDL, kann jetzt die innere Wand der Arterien zerstören. Es erodiert die Intima, also die innere Schicht der Arterie, wodurch Risse in ihr entstehen. Und durch diese Risse können jetzt die kleinen oxidierten LDL-Moleküle durchflutschen. Jetzt kommen die Makrophagen und fressen diese auf. Dadurch werden sie zu Plag an der Wand der Arterie, wo sich diese Makrophagen ansammeln. Die Risse in der Wand werden jetzt vom Cholesterin geflickt. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob Statine nicht doch einen Sinn hätten. Tatsächlich jedoch wird das Problem dadurch verschlimmert. Denn Statine verringern das große, gute LDL-Cholesterin, nicht aber die kleinen, oxidierten, kaputten LDL-Moleküle. Damit wird das Problem nicht behoben, sondern sogar verschlimmert, weil der Körper das gesunde Cholesterin benötigt. Wenn aber das gute Cholesterin gesenkt wird, entsteht Muskelschwäche. Da das Herz auch ein Muskel ist, wird auch dieses schwach. Aber auch die Energie im Körper wird blockiert, wodurch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird. Besser wäre es, wenn der Körper den oxidativen Stress minimiert und die Fresszellen das oxidierte LDL-Cholesterin auffressen, denn diese sind es ja, die den Schaden anrichten. Die Lösung ist also auch hier wieder, Kohlenhydrate reduzieren und einen gesunden Lebensstil zu etablieren. Mein Video zur ketogenen Ernährung werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Übrigens, Cholesterol hat 13 verschiedene Arten, nicht nur 2, wie HDL und LDL. Und auch verschiedene Größen. Ärzte benutzen immer noch die alten Teste von 1963, um Cholesterin zu testen. Die sind längst überholt, weshalb sich hier die berechtigte Frage stellt, wie man auf solch einer Grundlage überhaupt Medikamente verordnen kann. Wie dem auch sei, der Durchschnitt der Menschen hat einen Cholesterinwert von 250 Milligramm pro Deziliter.
Der Höchstwert jedoch wird mit 200 Milligramm Deziliter angegeben. Damit werden also 80% der Weltbevölkerung zu Cholesterinkranken gemacht. Subhanallah. Wer nun tatsächlich einen Cholesterinwert von 400 Milligramm pro Deziliter hat, muss sich wegen des Cholesterins keine Sorgen machen, weil es einen guten Grund dafür gibt, dass der Körper diese hohe Menge an Cholesterin hergestellt hat. Professor Hartenbach hat in seinem Buch betont, die Cholesterin-Hypothese zur Begründung der Entwicklung von Arteriosklerose und eines Herzinfarktes ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern wie wörtlich von namhaften Wissenschaftlern betont, ein Unsinn. Hohe Cholesterinwerte sind verbunden mit einer hohen Lebenserwartung und einer geringen Krebsanfälligkeit. Wer daher das Cholesterin senkt, verkürzt das Leben und erhöht das Krebsrisiko. Ein sehr hoher Cholesterinspiegel im Blut könnte höchstens bedeuten, dass eine Entzündung im Körper vorherrscht, durch die Schäden in den Organen entstehen, wie zum Beispiel Risse in der Arterienwand. Und um diese zu flicken, erhöht der Körper automatisch das Cholesterin. Und das ist eine Notwendigkeit, die man auf gar keinen Fall unterdrücken darf, sprich den Cholesterinwert zu senken wäre kontraproduktiv. Stattdessen sollte man die Entzündungen beheben, indem man eine entzündungshemmende, kohlenhydratarme, idealerweise ketogene Ernährung praktiziert, sich ausreichend um Antioxidantien, Nahrungsergänzungsmittel und Omega-3-Fettsäuren kümmert. Denn tatsächlich ist die Insulinresistenz die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Schaut euch gerne mein Video zu den 10 Methoden, wie man Arteriosklerose auf natürliche Weise verhindern kann, an. Unter anderem wird darin deutlich, dass man jeglichen Zucker und alle leeren Kohlenhydrate in Form von Weißmehlprodukten vermeiden sollte. Denn die großen Mengen an leeren Kohlenhydraten sind die wahren Übeltäter. Alle gesunden Bio-Nahrungsmittel, die hohe Werte an Cholesterin enthalten, jedoch können nach Herzenslust verspeist werden. Denn zum einen sind dies meist sehr gesunde Lebensmittel und zum anderen beeinflussen sie den Cholesterinwert im Blut kaum, weil der Körper sein eigenes Cholesterin herstellt. Butter ist übrigens das einzige Fett, welches nicht erst in der Leber umgewandelt werden muss, sondern direkt vom Körper verwendet werden kann. Hohe Cholesterinwerte im Blut dürfen nun, wie jetzt ausführlich dargelegt, auf keinen Fall künstlich gesenkt werden. Stattdessen sollte man nach den Ursachen schauen. So kann zum Beispiel ein chronischer Vitaminmangel der Auslöser eines erhöhten Cholesterinspiegels sein. Eine ganz besondere Bedeutung wird in diesem Zusammenhang dem Vitamin C zugesprochen. Vitamin C fördert unter anderem den Abbau von Cholesterin über die Gallensäureproduktion, erhöht den HDL-Anteil im Blut, unterstützt den Abbau arteriosklerotischer Ablagerungen in den Gefäßwänden und zeigt darüber hinaus eine stark antioxidative Wirkung. Diese Eigenschaften sind für einen gesunden Cholesterinspiegel allesamt äußerst wichtig. Daher ist eine ausreichende Vitamin-C-Versorgung zur Gesunderhaltung der Gefäße unverzichtbar. Im Umkehrschluss kann ein Vitamin-C-Mangel die Gefäßgesundheit stark beeinträchtigen. Dies wird auch in anderer Hinsicht deutlich, denn Vitamin C ist ein wesentlicher Bestandteil der Kollagenproduktion. Wird der Aufbau von Kollagen durch einen Vitamin-C-Mangel behindert, verlieren auch die Gefäße an Flexibilität. Infolgedessen kommt es zur Verhärtung der gefäßschützenden Schicht, was letztlich zu Verletzungen der Gefäßwände führt. Zur Wiederinstandsetzung des verletzten Gewebes benötigt der Körper dann unter anderem auch das Reparaturmolekül Cholesterin. Folglich erhält die Leber das Signal, die Cholesterinproduktion umgehend zu erhöhen, wodurch der LDL-Wert im Blut deutlich ansteigt. Falls die Ursache eines erhöhten Cholesterinspiegels in einem Vitamin-C-Mangel begründet liegt, wäre eine Cholesterinsenkung fatal, denn damit würde die gesundheitserhaltende Reparaturmaßnahme des Körpers unterbunden. Wir sehen also daran, wie wichtig auch gerade das Vitamin C für einen gesunden Cholesterinspiegel ist. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zur Wichtigkeit von Vitamin C an. Zusammenfassend kann daher nochmal gesagt werden, dass Cholesterin ein lebenswichtiger Stoff ist und dass der Cholesteringehalt des Blutes unabhängig vom Cholesteringehalt der zugeführten Nahrung ist. Für einen gesunden Cholesterinspiegel und die Gesundheit im Allgemeinen ist es daher notwendig, sich mit frischen Bio-Lebensmitteln, basenüberschüssig und Low Carb und antioxidantienreich zu ernähren, künstliche, industriell hergestellte Nahrungsmittel wie leere Kohlenhydrate und Transfette zu vermeiden. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.